Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Christopher. Ja, das ist die erste Tour auf diesem Kanal, die sich nicht in Deutschland abspielt, denn es geht nach Schottland. Schottland war und ist für mich ein echtes Traumziel, gerade mit dem Motorrad. Vor 5 Jahren war ich schon mal da und ich war begeistert von den weiten, einsamen Landschaften, die es da gibt. Und ich hoffe, die gibt es dort immer noch. Da ich selbst kein Fan von stundenlangen Videos bin, habe ich diese Tour in 4 Videos aufgeteilt. Klicke gern unten auf Abonnieren, damit du kein Video aus dieser Schottland-Tour verpasst und auch in Zukunft immer direkt mitbekommst, wenn es ein neues Video auf diesem Kanal gibt. Auf meiner Homepage findest du zu jedem Video auch einen eigenen Reisebericht, einige Fotos, weitere Informationen und natürlich die GPX-Dateien zum Download. Genug der vielen Worte, los geht's mit der Tour, viel Spaß dabei! Mit der Fähre geht es für mich von Amsterdam nach Newcastle. Meine Tour ist als Rundtour angelegt. Am ersten Tag geht es für mich in die schottische Hauptstadt Edinburgh und dann gegen den Uhrzeigersinn rund Schottland. 12 Tage bin ich insgesamt unterwegs und lege auf der Insel rund 2400 Kilometer zurück. Die unterschiedlichen Farben zeigen dir, in welchem der 4 Videos zu meiner Tour welcher Streckenabschnitt gezeigt wird. Die Distanz bis zur Fähre nach Amsterdam spule ich einfach auf der Autobahn ab. Da ihr solche langatmigen Anreisen sicher kennt, erspare ich euch den Großteil einfach. Ich komme rechtzeitig an der Fähre an und bekomme ein ruhiges Plätzchen zugewiesen, an dem ich mein Motorrad verzurren kann. Beim Abstellen Gang rein und am besten den Vorderradbremshebel mit einem Benzel festbinden, damit das Motorrad auch ganz sicher nicht einfach bei Seegang ins Rollen kommen kann. So, auf geht's zur kleinsten Roomtour. Das kleinste Doppelzimmer, was man nehmen kann. Ich weiß gar nicht, ob es auch Einzelkabinen gäbe. Ich denke, das wäre die hier schon. Ja. Etagenbetten, eins unten, eins oben, ist noch nicht ausgeklappt. Eine bequeme kleine Couch. Spiegel. Und ein luxuriöses Badezimmer mit winziger Dusche, die man hier noch abtrennen kann. Und schon hat man seinen persönlichen Beauty-Salon bereit. Die Fähre legt um 17 Uhr ab und benötigt rund 17 Stunden für die Überfahrt. Damit man sich schnell an den Linksverkehr gewöhnt, darf man in Newcastle zunächst bis zu 6 Kreisverkehre durchqueren, um zunächst auf die Schnellstraße aus der Stadt zu kommen. Den ersten Fahrtag geht es meist nur über die Autobahn. Geplante Zwischenstopps sind Bamburgh Castle und die schottische Grenze. Den restlichen Tag und den Folgetag erkundige ich die schottische Hauptstadt zu Fuß. Danach geht es nach Stirling zum National Wallace Monument und danach langsam in ländlichere Regionen, mit einem kurzen Zwischenstopp an der idyllisch gelegenen Edradour Whisky Distillery. Weiter geht es unter anderem auf der A93 durch eine malerische Gebirgskulisse bis zum Balmoral Castle. Viele Jahrzehnte war dies der Sommersitz der Royals. Der erste von 4 Teilen meiner Schottland-Tour endet dann in Ballater.
Die Autobahn erspare ich euch, sondern zeige euch lieber meine ersten Kilometer auf kleineren Straßen auf der Anfahrt zum Bamburgh Castle. Dieser Abschnitt gehört allerdings noch zu England, die schottische Grenze werde ich erst später passieren. So, die ersten Kilometer Linksverkehr sicher und unspektakulär hinter mich gebracht, stehe ich jetzt hier am Bamburgh Castle. Ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht. Wer von euch die Netflix-Serie The Last Kingdom kennt, wird sie vielleicht mit dem Namen Bebbanburg kennen. Das ist die Burg, die dort Uhtred von Bebbanburg gehört und die er versucht in der Serie für sich zurückzuerobern. Sehr imposant. Das Schloss hat eine gewaltvolle Geschichte und war nahezu dauerhaft Kriegsschauplatz und Befestigungsanlage. Engländer, Wikinger und Schotten vergossen an diesem heute so beschaulichen Ort in vergangenen Jahrhunderten viel Blut. Die imposante an der Küste gelegene Anlage wurde erstmals im Jahr 547 erwähnt. Das Wichtigste ist geschafft, die schottische Grenze ist überquert. Und gleich scheint selbst der Ausblick und die Landschaft um die Schnellstraße viel wilder und unbändiger. Die schottische Hauptstadt empfängt mich ebenfalls bei Sonnenschein. Ideal, um die Stadt zu Fuß zu erkunden. Direkt gegenüber vom Donaldson's Hospital Building liegt das Bed and Breakfast, das ich für 2 Nächte gebucht habe. Von hier brauche ich zu Fuß am Haymarket vorbei etwa 20 Minuten bis zum Edinburgh Castle, welches im Zentrum imposant die gesamte Stadt überragt. Entlang der Royal Mile geht es durch das touristische Zentrum der Stadt. Am Ende befindet sich der Palace of Holyrood House, der offizielle Amtssitz des britischen Königs in Schottland, und daneben das schottische Parlament. Von hier geht's ins Grüne. Im Holyrood Park erklimme ich den Aussichtspunkt Arthur's Seat, der einen gigantischen Ausblick über die Stadt bietet. Meine Rundtour beende ich dann im National Museum of Scotland. Es gäbe noch viel mehr zu entdecken, aber es ist ja auch nicht schlecht, wenn man sich noch etwas für einen weiteren Besuch aufhebt. Das Edinburgh Castle ist eher eine kleine Stadt über der Stadt als nur ein Schloss. Die meistbesuchte Sehenswürdigkeit Schottlands beheimatet unter anderem die schottischen Kronjuwelen, das National War Museum und den Stone of Destiny. Ein Besuch ist Pflicht, wobei für mich die Lage und der Ausblick noch am beeindruckendsten an der Anlage sind. Einfach jeder, der Edinburgh besucht, läuft die Royal Mile entlang. Entsprechend viele Touristen sind hier unterwegs und entsprechend kitschig ist auch das Angebot am Wegesrand. Wer das ausblenden kann, kann sich an den historischen Bauwerken erfreuen. Eines der imposantesten, die St. Giles Cathedral von 1120, die Hauptkirche der Church of Scotland. Wieso gerade hier eine Parade zum norwegischen Verfassungstag stattfindet, finde ich zwar nicht raus, aber man muss ja auch nicht immer alles verstehen. Falls ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare.
Immer wieder gehen kleine Gassen, sogenannte Closes, von der Royal Mile ab und beherbergen nicht selten so kleine idyllische und stille Rückzugsorte wie hier. Das 2004 eröffnete schottische Parlament entstammt der Feder des spanischen Architekten Enric Miralles. Er verstarb leider schon im Jahr 2000 und konnte die Fertigstellung und Eröffnung nicht mehr miterleben. Das aus mehreren miteinander verbundenen Teilgebäuden bestehende Ensemble sollte im Sinne des Architekten aus dem Land erwachsen. So fügt es sich in die dahinter beginnende Felsenlandschaft der Salisbury Craigs. Der Holywood Park bietet einen richtig schönen Anstieg auf Arthur's Seat. Bei fast sommerlichem Wetter wandere ich durch den in voller Blüte stehenden gelben Stechginster, der einem zu dieser Jahreszeit in ganz Schottland begegnet. Arthur's Seat. Bei gutem Wetter lohnt sich der Aufstieg hier in jedem Fall. Der Ausblick ist gigantisch. Das National Museum of Scotland ist wirklich sehr sehenswert und sogar kostenlos. Mit Aufnahmen der Ausstellung kann ich euch leider nicht dienen. Wir verlassen heute Schottlands Hauptstadt. Hinter uns sieht man das Donaldson's Hospital Building. Wir sind hier im Ashgrove House, ein sehr nettes Bed and Breakfast. Ja, unser Motorrad war über die Nacht doppelt gesichert. Wir haben einmal ein Schloss von dem netten Hotelier bekommen und haben das Motorrad anschließen können. Und hatten natürlich auch unser Bremsscheibenschloss mit dabei. Aber in Schottland ist das ja so eine Sache, da werden die Motorräder wohl gerne mal entwendet. Auf meinem Weg nach Stirling passiere ich noch die Kelpies. Das sind zwei jeweils 300 Tonnen schwere und 30 Meter hohe Stahlskulpturen des Bildhauers Andy Scott. Sie stehen hier in einem Park seit 2014 und stellen zwei Kälbchen dar. Das sind Wassergeister in Pferdeform. Sie sollen an den wirtschaftlichen Aufschwung der Region erinnern. Hinter mir sieht ihr das William Wallace Monument. 67 Meter ist das hoch. Das wurde errichtet im Gedenken an den schottischen Freiheitskämpfer William Wallace. Der wurde zum Beispiel in dem Film Braveheart verkörpert von Mel Gibson. Ab Stirling sind endlich auch kleinere und kurvigere Straßen ins Navi programmiert. So kommt endlich auch das Motorradfahren auf dieser Tour mehr in den Fokus.
Bei der Anfahrt auf die Edrado Distillery bin ich froh, dass uns nicht gerade ein LKW auf der schmalen Straße entgegenkommt. Ich stehe an der Edrado Distillery, eine der am niedrigsten gelegenen kleinen Distillen, die es hier in Schottland gibt. Leider ist die momentan nicht zu besichtigen. Warum? Es steht hier leider nicht. Aber von außen ist sie trotzdem immer noch sehr hübsch anzuschauen. Die A93 auf dem Weg nach Braemar durch den Cairngorm National Park ist eine Panoramastraße, die man einmal gefahren sein sollte. Wer Glück hat, kann in diesem Nationalpark Adler, Rothirsche oder einen der extrem selten gewordenen schottischen Auerhähne sehen. In jedem Fall sind die Straßen schon ein guter Vorgeschmack, was einen landschaftlich in den nördlichen Highlands erwartet. Das hier ist der Aussichtspunkt Devil's Elbow. Der Cairnvale Pass mit 670 Metern ist im Winter sogar ein Skigebiet. Der Aussichtspunkt Devil's Elbow geht zurück auf frühere Zeiten. Der Name bedeutet so viel wie des Teufels Ellenbogen. Bevor die Straßen in den 1960er Jahren umfassend ausgebaut wurde, gab es hier Haarnadelkurven mit bis zu 17% Steigung. Wer von den schottischen Highlands, also dem Hochland, spricht, meint in jedem Fall den nördlichen Teil Schottlands. Im Gegenzug dazu gibt es die Lowlands, also das Tiefland. Die Highlands sind aber auch der größte von 32 Verwaltungsbezirken in Schottland. Dieser ist nicht genau deckungsgleich mit den geografischen Highlands. Zur groben Orientierung sollte die Darstellung aber reichen. Meine Tour findet in diesem ersten Teil noch in den Lowlands statt, während ich in den nächsten Teilen überwiegend in den Highlands unterwegs sein werde. Balmoral Castle, einer der offiziellen Sitze der Royals. Da das Schloss der weitläufigen Königsfamilie vorbehalten ist, kann man hier nur den legendären Ballsaal besichtigen. In diesem Schloss verbrachte Königin Elisabeth II. Oft und mutmaßlich sehr gerne ihre Sommerurlaube. Hier verstarb sie dann auch am Nachmittag des 8. September 2022. Die weitläufige Außenanlage kann besichtigt werden. Ich kann mir gut vorstellen, wie schon unzählige Mitglieder der Königsfamilie hier am Fluss Dee mit der Fliegenroute den Lachsen und Forellen nachstellten. Auf
der B976 geht es dann langsam zu meiner Unterkunft in Belleta, einer ehemaligen Kirche, die liebevoll zu einem Bed and Breakfast umgebaut wurde. Dem Beichtstuhl gegenüber ist heute die Hausbar. Aus alten Kirchenbänken wurden gemütliche Sessel gefertigt. Mit diesen Bildern endet dann auch der erste Teil meiner Schottlandreise. Schaltet gern beim nächsten Teil wieder ein, wenn es hineingeht in die sagenumwogenen Highlands.